Heute zeige ich euch ein Brot, das mit sage und schreibe 3 Gramm Kohlenhydraten pro 100 Gramm auskommt. Bevor ich alle Zutaten abwiege und aufsetze, kommt jetzt hier der allererste Schritt. Ich habe hier 15 Gramm Flohsamenschalen, die gebe ich jetzt hier in die Schale und darauf gebe ich 30 Gramm Chiasamen. So, hier habe ich einen Teelöffel Salz. Ihr könnt auch 1,5 Teelöffel nehmen, wenn ihr es lieber ein bisschen salziger mögt. Das verrühre ich und gebe darauf 200 Milliliter warmes Wasser. Und einen Esslöffel Apfelessig. Und das verrühre ich. So, während ich meine Zutaten jetzt abwiege, stelle ich das jetzt hier zur Seite und das kann quellen. So, ich habe jetzt hier alle trockenen Zutaten abgewogen und in der Zeit konnten meine Floh- und Chiasamen quellen. Das ist jetzt so eine feste Masse und wir geben da jetzt unsere trockenen Zutaten rein. Also ich zeige euch mal, das ist hier ziemlich fest und hier habe ich jetzt 250 Milliliter Wasser und die kippe ich jetzt da drauf. Und das Ganze verrühre ich jetzt. Hier habe ich jetzt 40 Gramm geschrotete Leinsamen. Die kann ich hier schon mal beimischen. Und jetzt nehme ich mir hier so eine große Schüssel und verrühre jetzt erstmal die trockenen Zutaten. Hier habe ich 50 Gramm Hanfmehl, 100 Gramm Leinmehl, 80 Gramm Sojamehl und 30 Gramm Kartoffelfasern. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, Kartoffelfasern zu bestellen, weil die gibt es aktuell nur online und nicht im Geschäft zu kaufen, dann könnt ihr die Kartoffelfasern auch weglassen. Dann müsst ihr 20, 30 Milliliter weniger Wasser nehmen. Besser ist es mit den Kartoffelfasern, aber es geht auf jeden Fall auch ohne die. Dann habe ich hier einen Teelöffel Weinstein-Backpulver, das sind ungefähr 3 Gramm. Und einen Teelöffel Guarkernmehl, das sind auch ungefähr 3 Gramm. Und das Ganze vermische ich jetzt schon mal. So. Und das Ganze gebe ich jetzt hier in meine Schale. Und verknete das jetzt. Wenn ihr merkt, dass euer Teig zu trocken ist, weil ihr vielleicht die Flohsamen und Chiasamen zu lange habt quellen lassen, dann könnt ihr da ruhig noch mal 10, 20 Milliliter Wasser dazugeben. Aber das fühlt sich jetzt gut an. Damit die Zutaten sich jetzt noch mal richtig gut miteinander vermischen, knete ich das jetzt nochmal mit der Küchenmaschine durch. Ihr könnt das einfach weiter von Hand verkneten oder mit dem Handmixer oder eben auch mit der Küchenmaschine. Ich forme jetzt mein Brot und in der Zwischenzeit heize ich jetzt meinen Backofen vor auf Ober-Unterhitze 190 Grad. So, ich forme mein Brot jetzt. Ihr könnt auch eure Hände ein bisschen nass machen und die Oberfläche ein bisschen glatt streichen. Das Brot ist jetzt soweit geformt und jetzt habe ich hier noch ein paar geschrotete Leinsamen und die streue ich jetzt einfach oben drüber. Drückt die so ein bisschen an. Mein Ofen ist jetzt vorgeheizt und da schiebe ich jetzt für 70 Minuten in den Ofen. Ich backe das so eher im unteren Bereich, so zwischen Mitte und unten.
So sieht das Brot jetzt aus. Das lasse ich jetzt abkühlen und dann schneiden wir das gemeinsam an. Kann man nichts sagen, ist echt schön geworden. Das Brot ist ausgekühlt und das schneiden wir jetzt mal gemeinsam an. Oh ja, super. Ja, fühlt sich super an. Man sieht das auch wieder, dass das schön zart ist. Super, also es ist wieder super geworden, sieht total lecker aus. Richtig appetitlich. Und wenn man bedenkt, dass da 3 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm in diesem Brot stecken, ist das wirklich unschlagbar. Da braucht man gar kein Eiweißbrot mehr machen. Ich selber bin gar kein Fan von Brot mit Quark und Ei. Ja, das ist irgendwie nicht meins. Also das ist wirklich eine super Alternative, wenn ihr auf Kohlenhydrate verzichten wollt, aber trotzdem Brot vermisst, dann kann ich euch das Brot wirklich nur empfehlen. Wer mag, kann hier natürlich noch Sonnenblumenkerne reinmachen. Das ist auch total lecker, das haben wir auch schon gemacht. Es gibt da wirklich viele Varianten, die ihr daraus machen könnt. Mein Sohn wird sich freuen, der wird das jetzt essen. Wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal gebacken und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Nachbacken. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt die in den Kommentaren und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Abo und ein Like. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.